Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Das heutige Thema haben sich viele von euch gewünscht. Ich male heute für euch glänzendes Metall in einem kleinen Stillleben mit einem Silberkännchen und einer Mandarine. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Sienna gebrannt, lichter Ocker, Permanentalicerin-Karmesin, cadmiumfreies Cadmiumrot, Kobaltblau, Zylinblau von der Firma Winsor Newton, Neutraltinte von Winsor Newton, Ultramarin Feinst, Lasurorange und Titanweiß von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphit, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Kollektion. Das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel Größe 10 und der synthetische Flachpinsel in der Größe 10. Bevor ich mit dem Malen beginne, radiere ich die stärksten Bleistiftstriche immer gerne etwas aus, damit sie die hellen Flächen des Aquarells später nicht dominieren. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Auf meinem Referenzfoto schaue ich mir zunächst einmal die grobe Tonwertverteilung im Motiv an. Wir haben hier sehr dunkle Formen auf der linken Seite und auch ein paar kleinere dunkle Formen auf der rechten Seite des Kännchens. Eine sehr helle Form als Lichtreflex auf der Mandarine und hier gibt es auch eine deutlich definierte schattige Seite. Ein großer Tonwertsprung befindet sich hier an dieser Stelle zwischen dem leuchtenden Rand der Frucht und der Spiegelung auf dem Metallkännchen. Das Analysieren der Tonwerte ist für mich als Aquarellmalerin immer sehr wichtig, denn hier entscheidet sich für mich, wie wässrig oder wie kräftig ich die Farbe auftragen muss und ob ich eventuell in einem zweiten Farbauftrag die Dunkelheit noch einmal intensivieren muss. Die Darstellung von Metall in der Aquarelltechnik hat ja den Ruf, besonders kompliziert und schwer zu sein. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man hier gleichermaßen mit weichen und harten Kanten arbeiten muss. Und diese Technik des weichen Verblendens bedarf einiges an Übung. Um die weichen Lichtreflexe auf der hellen Metallfläche gut darstellen zu können, möchte ich auf nassem Papier beginnen. Ich feuchte also die Fläche der Kanne komplett mit klarem Wasser an und setze dann leichte Pinselspuren mit der Farbe Kobaltblau und im Folgenden auch mit Permanentalicerin-Karmesin, Sienna gebrannt und etwas Neutraltinte in die Fläche. Auf meinem Referenzfoto kann ich ganz unterschiedliche Farbnuancen in der Oberfläche der Kanne entdecken. Für so ein Projekt ist es sehr wichtig, ein gutes Foto zu haben oder aber sich das Stillleben mit einer guten seitlichen Beleuchtung selbst aufzubauen. Hier seht ihr, wie ich mit meinem Flachpinsel die Kante ein wenig glätte. Ich möchte eine weiche Kante an dieser Stelle haben, aber die Farbe soll nicht zu sehr nach rechts und links auslaufen. Weiter geht es immer mit dem Blick aufs Foto mit unterschiedlichen Farbmischungen aus den schon genannten Farben. Die Konsistenz der Mischung ändert sich gelegentlich. Manchmal wird die Farbe cremiger aufgetragen und an anderen Stellen etwas wässriger. In jedem Fall ist der Pinsel relativ trocken, denn mein Papier ist nach wie vor feucht. Auf der linken Seite der Kanne bereite ich jetzt einen dunklen Farbauftrag vor. Ich nehme hier überwiegend Neutraltinte und Sienna gebrannt. Diese Stelle werde ich in einem zweiten Farbauftrag auf jeden Fall noch dunkler malen. In den feuchten Farbauftrag kommen noch ein paar Striche mit cremigerer, dunklerer Farbe. So wird die Fläche lebendiger und die Farbtöne werden variiert. Hier auf der rechten Seite nehme ich etwas lichter Ocker und Permanentalicerin-Karmesin für die Lichtreflexion mit hinein.
Am Boden der Kanne setze ich eine Farblasur aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und verblende nach oben hin mit klarem Wasser, denn das Papier ist mittlerweile trocken geworden. Für die Spiegelung der Mandarine auf der Metalloberfläche mische ich mir ein dunkles Orange aus Lasurorange, Alizarin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt. Auch ein wenig Ultramarinblau kommt mit hinein. Weiter geht es mit einigen Details im Rand des Deckels. Hier arbeite ich mit einer mittleren Farbmischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und etwas permanent Alizarin-Karmesin. Nun möchte ich den Deckel malen und feuchte auch hier die Fläche zunächst mit klarem Wasser an. Dann setze ich eine kräftige Mischung aus Neutraltinte, Ultramarinblau und etwas Sienna gebrannt in die linke Seite. Ich sorge für einen schönen weichen Übergang. Diese weichen Ränder sind für die Darstellung von Metall wirklich sehr wichtig. Nun geht es weiter zum Henkel. Hier gibt es eine sehr dunkle Fläche, die ich mit cremiger Farbe und der Mischung aus Neutraltinte und Ultramarinblau ausfülle. Mit einer sehr wässrigen Mischung aus Zylinblau und etwas Palettendreck male ich die helle Form hier oben am Henkel. Auch der Henkel selbst wird mit dieser Farbmischung gemalt. Zur Variation der Farbtemperatur kommt hier unten auch ein wenig Sienna gebrannt hinein. Für die Mandarine mische ich mir Lasurorange und lichter Ocker. Ich versuche mit einer raschen Pinselbewegung hier mit Hilfe des trockenen Pinselstrichs einen Lichtreflex auf der Schale zu erzeugen. Mit der gleichen Mischung, aber auch etwas permanent Alizarin-Karmesin darin, fülle ich jetzt die Form der Mandarine aus. Etwas Cadmiumrot kommt auf der rechten Schattenseite der Frucht hinein. Nun muss das Bild einmal komplett durchtrocknen und ich habe hier noch eine kleine Ankündigung für euch. Wenn du gerne Landschaften malst und besonders viel Wert auf lockere und schöne, weiche Himmelsverläufe legst, dir das aber vielleicht noch nicht so richtig gelingen will, lade ich dich herzlich ein zum Livestream am 21. Januar 2025. Dieser Live-Malabend hier auf YouTube ist offen für alle Unterstützer unseres Kanals ab dem 10-Euro-Paket. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Motive, die ich für diesen Abend vorbereitet habe. Es werden dann natürlich nicht alle 5 Bilder am Abend gemalt werden können, aber bestimmt 2 oder 3. Solche besonders schönen, weichen Wolkenverläufe im Himmel gelingen mir immer besonders gut mit diesem Hake Brush.
Das ist ein Ziegenhaarpinsel aus der chinesischen Malerei, kommt der. Und er erlaubt mir ein sehr lockeres und fast abstraktes Arbeiten auf nassem Papier. Wie ich genau damit arbeite, möchte ich euch gerne zeigen im Live-Abend am 21. Januar. Wenn du jetzt interessiert bist und mitmachen möchtest, unter dem Video findest du den Link Steady, deine Unterstützung heißt er. Und wenn du ein 10-Euro-Paket abschließt, das ist jederzeit wechselbar oder auch kündbar, dann bist du am Live-Abend mit dabei. Du hast dann auch gleich Zugriff auf alle älteren Streams, Live-Abende, auf alle Fotos, alle Skizzen von älteren YouTube-Motiven. Ein Blick auf mein Referenzfoto zeigt mir jetzt, dass ich einige Bereiche in der Kanne noch dunkler überarbeiten muss. Auch in meiner Mandarine habe ich die schattige Seite noch nicht dunkel genug gemalt. Für den zweiten Farbauftrag ist es jetzt wichtig, dass die Mischungen etwas cremiger ausfallen, damit die Farbe auf dem Blatt wirklich dunkler wird. Dieses entschiedene Setzen der Dunkelheiten braucht etwas Mut, aber es ist wichtig, dass man jetzt hier wirklich dunkel genug arbeitet. Eine kleine orangefarbene Lichtreflexion setze ich hier vorne jetzt in die Silberkanne noch hinein und dann arbeite ich die rechte Seite mit den dunklen Bereichen weiter aus. Auch der untere Bereich der Kanne muss noch ein wenig dunkler werden. Hier kommt Alizarin-Karmesin in die Mischung mit hinein und es wird wieder mit klarem Wasser verblendet, so dass ein weicher Rand entsteht. Auch hier beim Henkel gibt es noch ein paar dunklere Details. Mit einer Mischung aus Alizarin-Karmesin und etwas Lasur-Orange überarbeite ich die schattige Seite der Mandarine noch einmal. Ich setze ein paar kräftige Farbstriche in diesen Bereich und verblende rechts und links mit Wasser. Zum Malen von Kugeln habe ich ja schon einige Videos gemacht. Wir verlinken sie gerne oben in der Infokarte. Auch das Video zum Üben einer Birne ist vielleicht hilfreich, wenn du noch einmal wissen möchtest, wie man das Volumen eines runden Körpers gut gestalten kann. Den Schatten der Mandarine füge ich jetzt gleich an die noch feuchte Farbe an. Ich mische mir hierfür ein Violett aus Ultramarinblau und Permanent Alizarin-Karmesin und nehme auch etwas vom Orange der Frucht mit hinein. Auch die silberne Kanne wirft einen leichten Schatten auf den Tisch. Ihn male ich jetzt hier mit einer bläulichen Graumischung und auch einem Rest Orange. Unter der Kanne gibt es einen recht kräftigen Schlagschatten, den ich mit einer Mischung aus Blau, kühlem Rot und Sienna gebrannt male.
Bei solch einer kleinen Aquarellillustration ist es immer die Frage, ob man noch einen Hintergrund einfügen möchte. Ich probiere es jetzt hier einmal aus. Ich feuchte das Papier mit klarem Wasser an und setze eine relativ neutrale Blau-Grau-Mischung in die feuchte Fläche hinein. Ich arbeite dabei mit ganz lockeren Strichen und lasse die Farbe sich auf dem Papier selbst bewegen. Auf der linken Seite variiere ich die Farbtemperatur und nehme etwas mehr Braun in die Mischung hinein. Den Tisch möchte ich ganz hell lassen, ich setze hier aber noch einen kleinen Schatten der Kannentülle aufs Papier. Ein paar kleine Details fehlen jetzt noch. Ich male mit einer Mischung aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und ein wenig Cadmiumgelb den Stielansatz der Mandarine. Hier muss ich ein bisschen modellieren. Es gibt da besonders dunkle Stellen direkt am Ansatz des Stieles und etwas hellere Stellen zur Fruchtschale hin. Mit meinem Flachpinsel kann ich noch weitere Stellen aufhellen, zum Beispiel hier den Glanz an der Schraube am Henkel. Mein Papier von der Firma Arches erlaubt mir ja das problemlose Abheben der Farbe. Für mich ist dieses zeichnerische Element im Malprozess ein ganz wichtiger Teil. So kann ich den hellen Glanz auf subtile Art und Weise in das Motiv hineinbringen. Auch mit Titanweiß direkt aus der Tube kann man natürlich Glanz auf die Oberfläche auftragen. Ihr seht es hier an ein paar Stellen und ich finde, durch die durchbrochenen weißen Akzente fängt das Metall richtig an zu glänzen. Das Bild ist jetzt eigentlich fertig, aber ich habe das Gefühl, dass der Hintergrund im oberen Teil des Bildes doch noch etwas dunkler sein könnte. Ich mische mir also noch einmal ein Blaugrau an und trage jetzt hier auf trockenem Papier die Farbe um die silberne Kanne herum auf. Nach rechts hin wird die Fläche ein wenig heller und die harte Kante zum Tisch löse ich mit Wasser ein wenig an. Ein paar Spritzer aus der Sprühflasche geben der Fläche Struktur und auch ein paar orangefarbene Spritzer bringen kleine Formen und Harmonie ins Bild. So, dieses Motiv war jetzt etwas komplexer und zeitaufwendiger. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen und du probierst es selbst auch einmal aus. Wenn man die Dunkelheiten wirklich mutig setzt, ist das Malen von glänzendem Metall eigentlich kein Problem. Es ist nur wichtig, genau zu schauen, welche Reflexionen zu sehen sind und dann ganz unbeirrt die richtigen Tonwerte und Farben einzutragen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. In der nächsten Woche gibt es wieder einen Film mit Bela in der Porträt-Challenge. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Tschüss, bis dahin.